Leider können wir nicht allen Krankheiten mit der richtigen Ernährung vorbeugen, und bei den Wellensittichen können sich ebenso wie beim Menschen im Laufe der Zeit viele kleine und große gesundheitliche Probleme einstellen. In dieser kleinen Miniserie möchte ich euch die häufigsten Krankheiten bei Wellensittichen und deren Symptome vorstellen. Da das Thema so umfangreich und wichtig ist, werde ich das Video in 2 Hälften teilen. Im ersten Teil bekommt ihr einen Überblick über die verschiedenen Krankheitsanzeichen und im zweiten Video dann eine Top 10 mit den häufigsten Vogelkrankheiten und deren Symptome. Zunächst einige allgemeine Anzeichen, die auf eine Krankheit hindeuten. Denn da die Wellensittiche Meister darin sind, Krankheiten zu verstecken, solltet ihr die kleinen Vögel aufmerksam beobachten und auch kleinste Veränderungen immer im Blick behalten. Ich für meinen Teil gehe lieber einmal zu viel zum Tierarzt als zu wenig, denn ich habe schon zu viele meiner Wellies in der Vergangenheit verloren, weil ich zu spät gegangen bin. Viele schwören sogar auf regelmäßige Check-ups, einmal jährlich, aber im Grunde müsst ihr selbst entscheiden, wie viel euch die Gesundheit wert ist. Als Beutetiere sind die kleinen Vögel darauf angewiesen, Krankheiten so lange wie möglich zu verbergen. Auch das Leben im Schwarm verlangt dieses Verhalten. Denn kranke Tiere werden in der freien Natur erbarmungslos zurückgelassen. Vermutlich einer der Gründe, warum sich schwerkranke Vögel zum Sterben zurückziehen und entweder in eine Ecke des Käfigs verziehen oder im Vogelzimmer verstecken. Damit sind wir schon bei den ersten Anzeichen einer Krankheit. Die Vögel ändern ihr Verhalten. Sie ziehen sich von den anderen zurück, selbst von ihrem Partner. Umgekehrt habe ich schon beobachtet, dass kranke und geschwächte Vögel von den anderen weggejagt wurden, selbst von ihren Freunden und Partnervögeln. Auch vermehrtes Schlafen tagsüber kann ein erstes Anzeichen für eine Krankheit sein. Die Tiere versuchen, ihren Energiebedarf zu reduzieren oder sind durch die Krankheit selbst schon so geschwächt, dass sie nicht mehr aktiv am Schwarmleben teilnehmen können und zum Beispiel nicht mehr spielen, mit ihrem Partner nicht mehr balzen und auch nicht mehr genug fressen oder trinken. Ein weiteres Zeichen ist eine veränderte Haltung. Schlafen die Tiere zum Beispiel nicht mehr auf einem Bein oder nehmen eine seltsame Schlafposition ein. Bei einigen Tumoren und wenn bereits Atemprobleme bestehen, sitzen oder liegen die kleinen Vögel häufig schräg oder auf einer Seite. Ein gutes Indiz dafür, ob die Tiere Schmerzen haben, ist übrigens, wenn sie die Augen zumachen oder zukneifen. Natürlich vor allem, wenn sie nicht schlafen. Allerdings habe ich diese Schonhaltung auch bei meinem gehandicapten Wellensittich beobachtet, denn einer meiner Valleyhähne hat leider Spreizbeine. Diese Fehlstellung eines oder im Extremfall beider Beine entsteht meist schon im Vogelei. Das Beinchen steht dann seitlich ab und die Vögel haben Probleme beim Laufen und Sitzen. Maya hat gelernt, damit umzugehen und hält das rechte Beinchen meist in die Höhe. Er liegt auch gerne schräg auf den Nagerbrücken. Aber ich schweife ab. Wellensittiche, die im Käfig gehalten werden, hängen sich an das Käfiggitter, um bei gestreckter Luftröhre besser atmen zu können. Auch wenn der Schwanz senkrecht steht oder mit der Atmung wippt, kann das ein Hinweis auf Atemprobleme sein. Es sieht dann aus, als würde der Vogel morsen. Neben der gebeugten Haltung, wegen Schmerzen oder im schlimmsten Fall einem bereits im Innern wachsenden Tumors, beobachten die meisten Vogelhalter ein Aufplustern der Vögel. Denn viele kranke Wellensittiche frieren. Entweder durch Gewichtsverlust, weil sie nicht mehr richtig fressen können oder auch als Krankheitssymptom. Können sowohl Symptom als auch ein Anzeichen für eine Krankheit sein, denn die Wellensittiche schaffen es nicht mehr, ihr Gefieder zu pflegen. Es kann aber auch Probleme mit der Bürzeldrüse geben. Diese Drüse am Körperende stellt das Sekret her, mit dem die Vögel ihr Gefieder einfetten, um es zu pflegen. Auch hier gibt es leider die Tendenz, dass die Vögel einen Tumor entwickeln und die Bürzeldrüse dann nicht mehr richtig arbeitet. Nicht immer leicht zu erkennen sind Veränderungen des Vogelkots. Sind die Vögel bis auf die Zeiten zum Freiflug im Käfig, ist es leicht. Da mein Schwarm den ganzen Tag draußen ist, habe ich es schwerer, veränderten Vogelkot einem bestimmten Vogel zuzuordnen. Am einfachsten ist hier sicher Durchfall zu erkennen, der leider wie bei Menschen für eine Masse an Krankheiten symptomatisch sein kann. Manche Vögel reißen sich auch die Federn am Hintern aus, denn gerade der dünne Harnanteil aus dem Vogelkot lässt die Federn hart und steif werden, wenn der wässrige Kot beim Durchfall trocknet. Das stört die Vögel natürlich und kann Schmerzen verursachen, ähnlich dem Windelekzem bei Babys. Doch wie sollte normaler Kot aussehen? Dabei ist zu beachten, dass Grünfutter wie Obst, Gemüse und Salat auch zu Durchfall führen kann.
Normalerweise bestehen die Ausscheidungen der Vögel aus zwei klar erkennbaren Teilen, einem dunkel- bis hellgrünen Teil und dem Harnsäureanteil in weißer Farbe. Die Kothäufchen sollten fest sein. Bei echtem Durchfall sind beide Teile nicht mehr voneinander zu unterscheiden und die Ausscheidungen sind nur noch ein kleiner See. Unverdaute Körner im Kot sind ein erster Hinweis auf die so gefürchteten Megabakterien. Der sogenannte Hungerkot ist ein alarmierendes Warnzeichen, denn wie der Name schon sagt, steht der Vogel kurz vor dem Verhungern, wenn der Kot schwarz aussieht oder nur noch aus Pünktchen besteht. Erster Hinweis auf bestimmte Krankheiten. So zeigt kaltweißer Kot eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse an. Gelblich-brauner Kot weist auf eine Erkrankung der Leber hin, entweder eine Fettleber oder sogar ein Lebertumor. Schwieriger zu beurteilen ist das Gewicht, da die kleinen Federbälle Abmagerungen perfekt durch ein aufgeplustertes Gefieder verstecken können. Am besten kontrolliert ihr das Gewicht regelmäßig. Ich gebe zu, ich schaffe es auch nicht immer, alle 9 jeden Monat zu wiegen, da das mit dem Einfangen immer ein großer Akt ist, denn die kleinen Kobolde gehen bei mir schon lange nicht mehr freiwillig in die Voliere. Aber ihr solltet zumindest eine Tendenz erkennen können, damit ihr, wenn die Wellensittiche zu schnell zu viel Gewicht verlieren, frühzeitig zum Tierarzt gehen könnt. Denn hinter einem rapiden Gewichtsverlust steckt fast immer eine ernstzunehmende Erkrankung. Deswegen bewerte ich Untergewicht und die Gewichtsabnahme um mehrere Gramm immer schwerer als das Übergewicht. Sicher, Übergewicht ist wie beim Menschen nicht gesund und bei den Wellensittichen kann es auch ein erster Hinweis auf einen Tumor sein. Aber wenn die kleinen Vögel einen Infekt oder eine Kopfentzündung, die nicht so selten sind, überstehen müssen, ist es besser, sie haben noch ein paar Gramm sozusagen als Puffer. Denn eine Krankheit in Kombination mit einem sehr niedrigen Gewicht führt unweigerlich zum Tod der Tiere. Doch wie viel sollten Wellensittiche eigentlich wiegen? Im Netz kursieren unterschiedliche Angaben. Das liegt an den verschiedenen Zuchtformen. Am häufigsten ist der Hansi-Bubi oder Standard-Wellensittich. Die sind der Wildform am ähnlichsten und sollten ungefähr 30 bis 45 Gramm wiegen. Meine Wellis liegen bis auf den stark übergewichtigen Felix bei 40 bis 45 Gramm. Also noch an der Grenze. Mein Sorgenkind Moritz, der einen Hodentumor hat, wiegt nur 35 Gramm, was für meine Wellensittiche definitiv zu wenig ist. Auch die Halbstandard-Wellensittiche, die ihr an dem etwas größeren und kantigeren Kopf erkennt, sollten deutlich mehr wiegen. Ihr Idealgewicht beginnt erst bei 45 Gramm und endet 10 Gramm später bei 55 Gramm. Diese Werte können nur als Richtwert dienen, denn das Idealgewicht eures Vogels ist abhängig von vielen Faktoren, von der Fütterung bis hin zur Aktivität und zum Spielverhalten der Vögel. Halten sich die Wellensittiche viel im Käfig auf oder bewegen sich zu wenig, sind die Vögel natürlich schwerer als Wellis, die den ganzen Tag draußen fliegen und toben. Ich hoffe, das Video war informativ und ihr freut euch schon auf den zweiten Teil mit den Wellensittichkrankheiten.